bekannteste Park der Welt, inspiriert von den Visionen eines preußischen Fürsten. Er ist ein Paradiesvogel, der mehr Frauen verführt als Casanova. Ein rastlos Reisender und der einzige Dandy Preußens. Zu Fuß überquert er die Alpen und durchwandert den Orient. Seine Erzählungen aus den Palästen Ägyptens prägen das Orientbild der Deutschen bis heute. Wie wurde ein preußischer Playboy zu Deutschlands meistgelesenem Reiseschriftsteller? Ein Fürst, der mit der Demokratie sympathisiert. Ein fanatischer Parkgestalter, Vater deutscher Landschaftsarchitektur. Getrieben von der Vision, eine perfekte Landschaft zu inszenieren, baut er Parkanlagen, die erst heute, 150 Jahre nach seinem Tod, ihre volle Pracht entfalten. Wo andere mit dem Pinsel malen, da versetzt er Bäume, Flüsse und Berge und verwandelt seine Besitztümer in Paradiese auf Erden. Er lässt sich bestatten wie ein Pharao, doch er gerät in Vergessenheit. Sein Name hat nur als Eisspezialität überlebt. Fürst Pückler. Pücklers ganzer Stolz sind seine Parks, Ergebnis einer lebenslangen Beschäftigung mit den Geheimnissen der Natur. Mit dem Park um Schloss Branitz schafft er einen der bedeutendsten Landschaftsparks des 19. Jahrhunderts. Fürst Pückler war ein Jahrhundertmensch. Er war Weltreisender, er war Reiseschriftsteller, er war ein berühmter Gesellschaftsmensch, er war Dandy, er war ein Frauenversteher. Wäre er heute noch unter uns, gehörte er sicherlich zu den ganz großen Medienstars und wäre in aller Munde. Schloss Muskau in der Oberlausitz. Hier kommt Fürst Pückler 1785 zur Welt. Seine Mutter ist bei der Geburt erst 15, eine exzentrische junge Frau, die mehr mit sich selbst beschäftigt ist als mit ihrem Sohn, der oft vergeblich um ihre Aufmerksamkeit buhlt. Muss doch möglich sein, irgendjemand. Ihr 16 Jahre älterer Mann und sie sind ständig im Streit wegen der Erziehung des Kindes und wegen der Finanzen. Mein Vater sagt, komm mit. Er hat nämlich kein eigenes Geld. Laut Ehevertrag verwaltet er nur das Erbe der Großeltern für den Jungen. Du machst mich immer fertig. In den frühen Jahren meiner Kindheit befinde ich mich in den Händen teils dummer, teils roher Bedienter, die mich ziemlich nach Gefallen behandeln. Ein Lehrer nach dem anderen wird bestellt, um dem Jungen die Ausbildung zu geben, die er bräuchte, um eines Tages eine der größten Standesherrschaften Deutschlands zu übernehmen. Der kleine Pückler ist begabt, aber genervt von seinen ungerechten Lehrern und den Eltern, denen ihr Sohn offenbar gleichgültig ist. Er will es seinen Peinigern heimzahlen und droht, sich umzubringen. Mit seinen Scherzen wird er seine Mitmenschen immer wieder malträtieren. Mit 16 erklärt er sich selbst für volljährig und entlässt seinen Vormund. Während seines Studiums feiert er ausschweifende Feste und der Champagner fließt in Strömen. Man fragt sich, wenn man seine Jugendeskapaden anschaut, weshalb nicht ein Champagner nach ihm benannt wurde, sondern eine Eiscreme-Spezialität. 1813. Ein Schicksalsjahr. Der junge Pückler ist dabei, als Napoleon den alliierten Truppen Russlands, Österreichs und Preußens gegenübersteht. Die Kämpfe auf den Schlachtfeldern Europas fordern über 100.000 Tote. Napoleon verliert. Pückler hat auf der Seite der Gewinner gekämpft. Aber er sieht seine Zukunft nicht beim Militär. Aus dem Schlachtgetümmel geht eine neue Ordnung hervor. Pücklers sächsische Heimat wird preußisch. Und der Tod des Vaters macht ihn zu einem der reichsten Junggesellen Europas.
Die Welt steht ihm offen. Er genießt das Leben eines Playboys. Seine Eskapaden machen ihn berühmt. In einem Heißluftballon stieg er über Berlin auf. Er genoss die Fahrt über der Stadt bis nach Potsdam. Allerdings musste er einen gebratenen Fasan und 2 Flaschen Champagner abwerfen, um wieder an Höhe zu gewinnen. In London ließ er sich in eine Taucherglocke einsperren und auf den Grund der Themse senken. All diese Eskapaden brachten ihm den Ruf in der Presse als der tolle Pückler ein. Die berühmteste Eskapade war wohl seine Kutschfahrt mit den 4 weißen Hirschen. Er spannte vor seine Kutsche 4 weiße Hirsche und ließ sich unter den Linden damit spazieren fahren und fuhr vor dem Café Kanzler vor, um die Dame seines Herzens zu beeindrucken. Weiße Hirsche vor eine Kutsche spannen? War das möglich? Oder ist das nur eine von Pückler in die Welt gesetzte Legende? Zur Herkunft der weißen Hirsche weiß man, dass sie um 1740 aus Indien über Afrika nach Böhmen gekommen sind, wurden da ganz gezielt gezüchtet, um sie dann auch an Fürstenhäuser weiter zu verschenken. So breiteten sie sich in ganz Europa aus und wahrscheinlich ist Fürst Pückler genauso auch an die weißen Hirsche gekommen. Pückler liebt die Inszenierung. Von ihm gezüchtete Ananas sind seine neueste Attraktion. Mit der exotischen Frucht will er den einflussreichsten Mann Preußens beeindrucken, Staatskanzler Hardenberg, der nicht nur für seine Reformen, sondern auch für seine Affären berühmt ist. Ihn gilt es für sich einzunehmen, um einen Posten bei Hofe zu erlangen. Pückler hat es auf Hardenbergs Tochter Lucy abgesehen. Verehrte Lucy, darf ich Ihnen die Königin der Früchte überreichen? Durch eine Heirat mit Gezüchteten ihr erhofft er sich Einfluss auf Hardenberg. Der tolle Graf Pückler. Da schau her. Seit wann interessieren Sie sich für die Schönheit der Natur? Ich habe die Vision, den schönsten und beeindruckendsten Landschaftspark Preußens anzulegen. Das plant auch Erlauben Sie mir, Hardenberg. Eure Exzellenz, Sie in die Pläne einzuweihen? Pücklers Fantasie allerdings ist groß, zu groß für die klamme Staatskasse. Der Autodidakt Pückler als neuer preußischer Gartendirektor? Das ist Hardenberg zu riskant. Ihre Pläne werden nicht nur Sie, sondern auch die preußischen Staatsfinanzen ruinieren. Sie sind ein Kleingeist, Wittgenstein. Lucy ist fasziniert von dem exzentrischen Grafen und seinen Plänen. Hier, kommen Sie. Das ist die Bühne. Unser Gemälde, was es zu gestalten gilt. Warum macht die Menschheit Gärten, große Gärten? Erstens, weil das sozusagen alle Welt beachtet, alle Staatsbewohner können das sehen. So sind also die großen barocken Gärten in Frankreich entstanden, Ausdruck der Weltsicht. Die Welt ist geordnet und man hat im Grunde die neuesten Erkenntnisse der Mathematik, Naturwissenschaften sinnfällig gemacht. Und im Gegenzug dann der Landschaftsgarten, der dann also betont das Individuum, die Freiheit. Hardenberg hat mal gesagt, die Freiheit der Bäume. Also ein Garten, eine großartige Oper, die immer wieder neu gespielt wird, aber aus persönlicher Sicht. Der Garten als Bühnenbild einer Oper. Auch Pücklers Vision. Er bekommt keinen staatlichen Auftrag, aber er bekommt Lucy. Sie bringt ein beträchtliches Vermögen mit in die Ehe und sein Schwiegervater Hardenberg sorgt dafür, dass er in den Fürstenstand erhoben wird. Es scheint, Pückler habe mit der 9 Jahre älteren Frau nur eine Zweckehe geschlossen, wie sie damals in Adelskreisen üblich war. Aber beide sind sich doch sehr zugetan. Und beide verbindet die Leidenschaft für Parks, die Parkomanie. Schnucker, ich habe eine Idee. Pückler kannte die englische Mode, Landschaften nach dem Vorbild romantischer Gemälde zu gestalten. Dank Lucys Mitgift kann Pückler sein großes Landschaftsprojekt um Schloss Muskau vorantreiben. Schürze, 1 Meter rechts! Er ist entschlossen, das vorhandene Gelände zu einem grandiosen Landschaftspark umzugestalten. Ich will von hier aus eine Sichtachse! Pückler plant nicht auf dem Papier, sondern direkt in der Natur.
Er dirigiert Gärtner mit Baumattrappen, um sich die Wirkung der zu pflanzenden Bäume vorstellen zu können. Lucy wird stets die Planerin an seiner Seite sein. Mitz, einen Schritt raus. Halt! Schnucke! Links noch ein bisschen öffnen. Ja. Sie bevorzugt Weiträumigkeit und freie Aussichten. Er das teilweise Verdecken der Blickpunkte. Lou, was schwebt dir vor? Liebe Schnucke, das hier, unser Park, ist ein Naturgemälde. Unsere Aufgabe ist es, die Natur zu veredeln, spannende Bilder zu schaffen. Es ist wie eine weibliche Schönheit. Sie ist dann am reizvollsten, wenn wir einen Teil verbergen. Der Landschaftspark in Muskau wird einmal eine Fläche von ca. 800 Hektar umfassen. Dafür müssen Wälder gerodet, Flussläufe umgeleitet und tausende neuer Bäume in die Landschaft gesetzt werden. Die Parkomanie des Paares verschlingt gewaltige Summen. Ich habe keine Geldquellen mehr, die wir anzapfen können. Ja, sowas kostet nun mal. Die Gärtner. Vor allem kostest du Nerven. In ihrer Verzweiflung verfällt Lucy auf eine ungewöhnliche Idee. Ich befürchte, wir haben keine andere Chance. Wir lassen uns scheiden. Du suchst dir eine neue Frau mit Vermögen, kommst mit ihr nach Muskau zurück und gemeinsam vollenden wir unseren Park. Es ist der schwerste Moment in ihrem Leben. Den geliebten Mann freigeben für ein Vorhaben mit ungewissem Ausgang. Indem ich dir deine Freiheit zurückgebe und erkläre, dass ich von dir geschieden zu sein verlange, bezeuge ich dir nochmals, dass ich dir das höchste Glück meines Lebens verdanke. Selten ist ein Vorschlag zur Scheidung mit mehr Liebe gemacht worden. Pückler macht sich auf nach England. Es ist der Auftakt einer Reise, die in die deutsche Kulturgeschichte eingeht. Nicht nur in London, auch auf den Schlössern des Landadels stellt er sich vor, in der Hoffnung, die richtige Frau zu finden. Der preußische Casanova putzt sich heraus. Good evening. Sir, of whom do I have the pleasure? Prince Pückler from Prussia. My lords, ladies and gentlemen, be pleased to receive the Prince Pückler from Prussia. Harte Arbeit, trotz Vergnügen. Pückler besucht unzählige Bälle und Soireen. Als deutscher Fürst hat er Zutritt zu den höchsten Kreisen der Gesellschaft. Da er nur schlecht Englisch spricht, gibt es manches Missverständnis. Man rätselt über seine Motive. Ist er etwa einer jener Mitgiftjäger aus dem verarmten Adel Europas? Seine Frau erstattet Pückler täglich Bericht über die Fortschritte der Brautschau. Ich traf eine Kaufmannstochter, sehr hübsch, gut und dumm, mit 40.000. Eine vornehme, hässliche mit 100.000. Eine sanfte, kluge, hübsche und vornehme nur mit 25.000. Leider ist keine wohlhabend genug, um die Parkwirtschaft zu sanieren. Doch dann trifft er die Tochter eines reichen Juweliers aus London. Ihre Mitgift wären 200.000 Pfund, damals eine immense Summe. Genug, um Muskau zu retten. Auch die potenziellen Schwiegereltern sind begeistert, ihre Tochter mit einem Angehörigen des europäischen Hochadels zu verheiraten. Aber es gibt ein Problem. Im England der damaligen Zeit konnte eine Scheidung nur ausgesprochen werden, wenn es zum Ehebruch gekommen war, genauer gesagt, wenn die Frau Ehebruch begangen hatte. Und um sich scheiden zu lassen, war ein vom Parlament erlassenes individuelles Gesetz nötig. Dies war ein sehr teures, öffentliches, peinliches Verfahren, weswegen Scheidungen nur selten vorkamen. Sobald die Leute erfuhren, dass Fürst Pückler und seine Frau sich im gegenseitigen Einvernehmen hatten scheiden lassen, wurde es sehr viel schwieriger für ihn, eine Braut zu finden. Pücklers Brautschau ist Stadtgespräch. Zahlreiche Affären werden ihm nachgesagt. Man unterstellt ihm sogar, die Frau des gestürzten Königs von Haiti verführt zu haben. Eine Karikatur stellt ihn als Mitgiftjäger dar. Darüber berichtet er amüsiert seiner geschiedenen Frau und auch über seine amorösen Vergnügungen.
Zu denen gehört es, mit seinen Gespielinnen berühmte Gemälde nachzustellen. Allabendlich schreibt er Lucy ausführliche Briefe, manchmal bis zu 14 Seiten, und schwelgt dabei in Details. Zu Hause in Muskau sind Pücklers Briefe willkommener Lesestoff im Freundeskreis um Lucy. Wollt ihr noch mehr hören? Hier. Sie war vollkommen schön in jedem Detail, dabei aber auch vollkommen unwissend. Ich ließe sich ganz nackt ausziehen und alle Stellungen annehmen, an die ich mich von berühmten Gemälden erinnerte. Besonders gelang die Darstellung der Venus von Tizian, die wollüstig auf einem Ruhebett liegt und mit der rechten Hand einen süßen Traum nachhelfen zu wollen scheint. Das ist doch gut. Ja, das möchte man doch hören, das möchte man doch lesen. Das veröffentlichen wir. Es könnte eurer Parkwirtschaft helfen. Das bringt Geld. Wir brauchen Geld. Mit seiner Brautschau gescheitert, widmet Pückler sich seiner eigentlichen Leidenschaft, den englischen Parks. Diese befinden sich meist in Privatbesitz. Nicht jedem ist der Zutritt gestattet. Doch er weiß sich zu helfen. Kreuz und quer reist Pückler durch England. Parkjagd nennt er seine Reise, auf der er sich Zugang zu über 70 Parks verschafft. Die englischen Parks sind die Vorbilder für die neuen Parkanlagen des Adels in ganz Europa. Wie gelingt es, komplett künstliche Landschaften so natürlich aussehen zu lassen? Es sind perfekt inszenierte Bilderwelten, gemalt mit Schaufel, Axt und Spaten. Fasziniert ist er von den Seen um Blenheim Castle, von den Sichtachsen im Park Stourhead in Wiltshire, von dem Arrangement der Bäume in der Landschaft. Das entscheidende Merkmal der englischen Landschaftsgestaltung war die Tatsache, dass man sich von der Geometrie lossagte. Alles sollte so natürlich wie möglich aussehen. Und in der Tat muss man den Leuten verzeihen, die beim Betrachten dieser Landschaft denken, sie sei natürlich. Obwohl es eine ganz und gar durchdachte und geplante Landschaft ist. Betrachtet man die Anordnung der Pflanzungen, fällt auf, dass sie leicht gerundet sind und der freie Raum gemächlich durch sie hindurchfließt. Von einem Landsitz im Norden Englands ist Pückler besonders beeindruckt: Harwood House, heute noch im Besitz der Familie. Als Fürst Pückler nach Harwood kam, traf er auf diesen Mann, Henry, den zweiten Earl, der mit seinen Hunden von der Jagd kam. Fürst Pückler war fasziniert von der Innenausstattung von Harwood House, das er als einen der beeindruckendsten Landsitze beschreibt. Er sah all die großartigen Gemälde, die damals meist Familienporträts waren, dazu die Möbelsammlung des berühmten Kunsttischlers Thomas Chippendale. Dieser fertigte viele Möbel für das Haus an, unter anderem diese einzigartigen Vorhänge über den Fenstern, welche nicht aus Stoff, sondern aus Holz gemacht sind. Nicht waschen, sondern abstauben. Die 3 Jahre in England haben Pückler in seinem Vorhaben, eine reiche Frau zu finden, scheinbar nicht weitergebracht. Doch die Briefe an seine geschiedene Frau Lucy verhelfen ihm zu einem unerwarteten Erfolg. Zurück in Deutschland veröffentlicht er sie anonym unter dem Titel Briefe eines Verstorbenen. Sie werden ein Bestseller. Schnucke, jetzt hört ihr das an. Das steht über mein Buch in der Zeitung. Ein für Deutschlands Literatur bedeutendes Werk. Hier wird uns ein vorzüglicher Mann bekannt. Ein vorzüglicher Mann also, ja? Und weißt du, wer es schreibt? Goethe. Kein anderer als der göttliche Goethe selbst lobt mein Buch. Na. Also unser Buch. Hier, schaut her. Durch die Veröffentlichung seiner Briefe an Lucy ist er zum meistverkauften Schriftsteller Deutschlands geworden. Die Briefe eines
One reason that Pückler's book was particularly successful. Ein Grund für Pücklers Bucherfolg war, dass er seinen Lesern aus der Mittelschicht das Leben eines Aristokraten vor Augen führte. Er öffnete ihnen die Tür zu seiner Welt und verdiente Geld mit der Tatsache, dass er ein Fürst war. Das war etwas Neues in der deutschen Literatur und die Leute lasen seine Bücher, weil sie durch seine Enthüllungen über die höchsten Kreise der Gesellschaft amüsiert werden wollten. Das war das Geheimnis seines Erfolgs. Jetzt hat das Fürstenpaar wieder Geld, um seine Parkvisionen umzusetzen. Dabei hilft ein technisches Wunderwerk, das Pückler aus England mitgebracht hatte, eine Baumpflanzmaschine. Eine Sensation für die Leute aus der Lausitz. Pückler will seine Untertanen beeindrucken. Schließlich sind viele von ihnen nicht überzeugt von seiner Parkomanie. Viele mussten dafür ihr Land hergeben. Inspiriert durch die England-Erfahrungen plant Pückler ein Mammutprojekt. 4000 ausgewachsene Bäume sollen verpflanzt werden. Für die damalige Zeit eine logistische und gärtnerische Herausforderung. Jetzt die Tiere. Und ebenso wichtig wie die Auswahl des richtigen Baumes ist die richtige Düngung. Dafür lässt Pückler Kadaver von Wildschweinen und Rehen in das Pflanzloch werfen. Eine rein biologische Düngung. Mit dem Verpflanzen von schon hochgewachsenen Bäumen gewinnt er etliche Jahre Zeit und sieht so früher als sonst seinen Park Gestalt annehmen. Pücklers Baumpflanzmaschine wurde weiterentwickelt. Großbaumverpflanzungen sind heute ein einträgliches Geschäft. Man liefert weltweit, von Wladiwostok nach Winnipeg, von Belfast nach Bordeaux, aber auch nach Moskau und Ankara. Ganze Alleen und Parkanlagen werden verschickt. Seit 1865 werden vor den Toren Hamburgs Bäume kultiviert, geschult, das heißt, sie werden alle paar Jahre auf dem Gelände umgepflanzt, um sie auf ihre zukünftige Umgebung vorzubereiten. Mit moderner Baumschultechnik können wir innerhalb von Stunden eine solche Baumreihe pflanzen oder ganze Parks, Alleen oder Privatgärten. Und auf einmal steht über Nacht so ein Garten da und die Menschen, die dran vorbeigehen, denken, hey, der stand doch schon immer hier, weil es eben so große, alte, schöne Pflanzen sind. Auf 550 Hektar wachsen 500.000 Gehölze, ca. 2000 Gattungen, Arten und Sorten. Vielleicht hat ja schon Fürst Pückler hier einige seiner Bäume gekauft. Pückler sieht seinen Park als einen inszenierten Kosmos, ausgestattet mit den Menschen als Statisten, wie auf den Gemälden der Romantik. Er hält seine praktischen Erfahrungen fest in einem monumentalen Werk. Er nennt es bescheiden Andeutungen über Landschaftsgärtnerei. Schau mal, da sind Sie ja endlich. Ich bin ganz gespannt. Es wird ein Standardwerk der Parkgestalter bis heute. Pückler lässt das Buch mit Zeichnungen versehen und aufwendig kolorieren. Ja, die Perspektive. Ein Novum für die damalige Zeit. Das ist sehr gut. Herrlich, dieser Fluss. Mehr Farben, geben Sie mir Licht, mehr Himmel. Nun gut, da müssen wir noch mal ran. Pückler weiß, dass er seine Parks nie in voller Pracht sehen wird. Das Buch soll der Nachwelt sein Ideal vor Augen führen. Hier in seinen Andeutungen kann man dann sehr schön sehen, wie man also ein Gewässer anlegt, dessen Grenzen durch Buchten, durch Inseln und durch Gehölzpflanzung unbestimmt und geheimnisvoll bleiben, während daneben im Beispiel ist, wie man es nicht machen soll, plump, indem man ein überschaubares und langweilig von Gehölz umgrenztes und von 3 eiförmigen Inseln belastetes Gewässer macht. Und Pückler zeigt in der Andeutung auch, wie man einen Weg über einen Hügel führt, wie man einen Weg, einen Hang hinaufführt. Das ist wie auf der Achterbahn. Es knattert, knistert. Du gehst etwas höher und um die Kurve und plötzlich bildet sich wieder eine neue Sicht, ein neues Motiv, ein neues Gehölz, ein neues Bauwerk ab.
Pöckler genießt es, seinen Gästen in individuellen Führungen die Höhepunkte seines Parks vorzuführen. Dazu gehört auch ein Einsiedler, den er eigens für diese Rolle engagiert hat. Hey Pöckler, ich hab das Einsiedeln satt. Hat da nicht was Interessanteres für mich den ganzen Tag ankicken zu lassen? Ja, Sie sind doch ein Fixpunkt meiner Sichtachse, das ist doch schon was. Der Mann ist verrückt. Kommen Sie. Pöckler ist in einer intensiven Schaffensphase. Er schreibt parallel an 4 Schreibtischen. Beflügelt durch den Erfolg seiner Bücher schreibt er unter dem Titel Tutti Frutti den nächsten Bestseller. Es ist ein ironisches Porträt seiner Zeit, mit dem er sich viele Feinde macht. Das ruft die Zensur auf den Plan. Pöcklers demokratische Ansichten sind den Behörden in Berlin schon lange suspekt. Er überlegt, wie er seine Briefe und Aufzeichnungen vervielfältigen und damit deren Inhalt sichern kann. Innovationen gegenüber stets aufgeschlossen, besorgt er sich einen Apparat, den vor ihm nur 2 amerikanische Präsidenten benutzten. Entwickelt wurde er von dem genialen Erfinder der Dampfmaschine. Ein Originalexemplar befindet sich noch heute in Pöcklers Bibliothek in Branitz. Fürst Pöckler war einer der ersten, der überhaupt die Kopiermaschine von James Watt verwendet hat und das sehr intensiv. Und es funktioniert folgendermaßen. Wichtigster Bestandteil ist die Kopiertinte. Das zweite ist ein durchscheinendes Seidenpapier, um die abgeklatschte Kopie später auch lesen zu können. Weil als Abklatsch wäre sie ja nur spiegelverkehrt. Fürst Pöckler legte also seinen Brief hinein, nahm ein Stück vorgefeuchtetes Seidenpapier, dann kam die Filzdecke wieder drauf und der Fürst hatte das große Vergnügen, jetzt seinen Kopierer in Gang zu setzen. Dieser besteht im Wesentlichen aus 2 Messingwalzen, die mit starkem Druck aufeinander pressen. Und Sie sehen, die Tinte schlägt durch das Papier hindurch. Der Originalabdruck ist seitenverkehrt, aber so herum vollkommen einfach zu lesen. Und man konnte von einer guten Tinte bis zu 3 Kopien abziehen, ja, und von später verbesserten Tinten, die mit anderen Farbstoffen arbeiteten, bis zu 20 Kopien. Weil er Überwachung und Zensur fürchten muss, beschäftigt er einen persönlichen Boten. Dafür engagiert er den schnellsten Langstreckenläufer der Welt, den Norweger Mensön Ernst. Der lief einen Weltrekord, der wohl noch heute gilt, von Konstantinopel nach Kalkutta hin und zurück in nur 59 Tagen. Pöckler erzählt, ich gab ihm den Auftrag, nach Ägypten zu laufen, die Quellen des Nil zu entdecken, aber er kam nicht zurück. In Berlin scheinen sich die reaktionären Kräfte gegen Pöckler verschworen zu haben. Ein Oberst fühlt sich durch eine Passage in Pöcklers letztem Buch beleidigt und fordert ihn zum Duell. In düsterer Vorahnung verabschiedet er sich von Lucy. Mein Geist wird dich umschweben und ein Kuss dich rufen, wenn du mir folgen sollst. Dein bis im Tode treuer Lou. Mein Herr, es würde vielleicht unpassend sein, wenn ich behaupte, dass ich mich freue, Ihre Bekanntschaft zu machen. Aber immerhin bin ich Ihnen 400 Kilometer entgegengereist. Ich bedauere, Ihnen die Mühe gemacht zu haben. Noch am Morgen hatte sich Pöckler einen Zahn ziehen lassen müssen, wobei ihm ein Teil des Kiefers herausgebrochen wurde. Auch dieses Duell, es ist sein 8., überlebt er, wie auch sein Gegner, der sieht seine Ehre damit gerettet. Doch ist Pöckler deshalb außer Gefahr? Er sieht es als ratsam an, Europa für einige Zeit zu verlassen, für eine Reise in den Orient, ein lang ersehntes Ziel. Die Reise führt ihn in die Länder rings ums Mittelmeer.
In Kairo wird er am Hofe des osmanischen Herrschers über Ägypten mit besonderen Ehren empfangen. Mehmed Ali ist beeindruckt von dem weltgewandten Besucher aus dem fernen Preußen und lädt ihn ein, sein Land zu bereisen. Er erhofft sich von dem berühmten Reiseschriftsteller Pückler einen positiven Bericht über sein Land in der europäischen Presse. Pückler präsentiert ihm einen Reiseglobus, die allerneueste Erfindung englischer Kartographie. Das interessiert den Potentaten, der dabei ist, sein Land nach westlichem Vorbild zu modernisieren. Da können Sie sogar Moskau erkennen. Pückler ist stolz, ihm sein heimatliches Moskau auf dem Globus präsentieren zu können. Moskau. Dort geht die Arbeit am Parkprojekt weiter. Lucy hat längst die Initiative übernommen. Unter ihrem Kommando wird ein Teil des Flussbettes der Neiße umgeleitet. Bauarbeiter bereiten das Gelände für die Errichtung eines Kurortes vor. Man hat Heilquellen gefunden. Muskau könnte den beliebten Badeorten Karlsbad und Marienbad Konkurrenz machen und so zum Abbau der Schulden beitragen. Sie muss das meiste alleine entscheiden. Der Gattel ist weit entfernt. Lucys treuester Begleiter ist der kleinwüchsige Billy Masser. Zunächst war Billy nur die Rolle einer weiteren Dekoration in Pücklers Fantasiewelt zugedacht gewesen. Aber mit Treue und Verschwiegenheit macht sich der intelligente Billy unentbehrlich. Lucy ernennt ihn zu ihrem Hofmarschall. Damit untersteht ihm die gesamte Verwaltung des fürstlichen Besitzes. Derweil in Kairo. Pückler hat ein neues Studienobjekt gefunden. Auf dem Sklavenmarkt entdeckt er ein junges Mädchen, das zum Kauf angeboten wird. Er zahlt eine Riesensumme und kommt den einheimischen Händlern zuvor. Sie sollte von nun an seine Reisebegleiterin werden. Das ungleiche Paar beginnt eine Reise, die Pückler literarisch verwertet. Er ist einer der ersten Autoren, der seine deutschen Leser mit in den Orient nimmt. Er beschreibt sich als Soldat des Publikums. Märchenhafter gibt es kein Leben als das hiesige. Viel Exotik, ein bisschen Schaudern und ein Hauch Erotik. Pückler weiß, was seine Leser erwarten. So wiederholt er das Erfolgsrezept seiner Englandbriefe. Den Bauchtanz hatte Pücklers Gönner, der Vizekönig Ägyptens, eigentlich verboten. In Oberägypten jedoch werden die alten Bräuche noch gepflegt. Den König berichtet Pückler dann auch, dass er diesen für eine durchaus erhaltenswerte Tradition empfinde. Immer weiter Richtung Süden dringt das Boot des Fürsten vor. Viele Wochen verbringen die beiden ungleichen Reisegefährten in gemeinsam ertragener Enge. Er lehrt sie Italienisch, sie berichtet ihm aus ihrer Heimat, dem fernen Abessinien. Als junges Mädchen war sie dort ihren Eltern geraubt und in die Sklaverei verkauft worden. Ich wurde alles für sie und sie ist alles für mich. Nicht nur in Gesinnung und Denken, sondern auch im allermateriellsten Leben. Alles unter uns war gemeinschaftlich. Sie führte meine Haushaltung und meine Kasse unumschränkt. Und nie habe ich besser, bequemer und dennoch wohlfeiler gelebt. Pückler stößt immer weiter zu Fuß und auf dem Kamel in den unerforschten Kontinent vor. Er sucht die Quellen des Nils. In Ägypten und im Sudan hat er insgesamt ungefähr 100 archäologische Stätten besucht. Und er hat an 11 archäologischen Stätten ein Graffito hinterlassen, das man heute auch noch findet. Er hat, wie heutige Touristen, seinen Namen auf die historischen Bauwerke eingeritzt. Er selber schaffte es nie bis zu den Quellen des Weißen Nils. Er schaffte es bis 150 Kilometer südlich von Khartoum, wo er erkrankte und dann die Rückreise antreten musste. Pücklers Forscherdrang kostet ihn fast das Leben.
Schwer an Malaria erkrankt, tritt er den Rückweg an. Ohne Mahbubas Fürsorge, so berichtet er Lucy, hätte er nicht überlebt. Pückler ist entschlossen, Mahbuba mit nach Muskau zu nehmen. Für Pückler war Mahbuba am Anfang sicherlich ein wichtiger Zeitvertreib auf der langen Reise. Er lernte von ihr, wie sie sich dort in der Gegend auch bewegte, wie sie mit anderen kommunizierte. In dieser Form war es also keine Liebesbeziehung, sondern in der Form eine Beziehung vielleicht von Vater und Kind und vielleicht auch eine Freundschaft und eine tiefe Freundschaft, die im Laufe der Reise entstanden ist. Sie war letztlich aber auch der Beleg, den er mit nach Hause brachte von seiner Reise. Ein Zeugnis dessen, was er erlebt hat. Auch sie konnte Zeugnis darüber abgeben, dass er so weit gereist war, wie er gereist war. Mahbuba in Muskau aufzunehmen, ist eine Zumutung für Lucy, die sie nicht ertragen will. Sie reist ab nach Berlin. Pückler will Zeit gewinnen und gibt Mahbuba zum Erlernen europäischer Umgangsformen in ein Pensionat. Doch die Eingewöhnung bekommt ihr schlecht. Nach wenigen Monaten verstirbt Mahbuba an Tuberkulose. Noch heute findet sich ihr Grab auf dem Friedhof in Muskau. Hochverschuldet muss Pückler Muskau verkaufen. Er erzielt einen Preis, der ihm einen Neuanfang ermöglicht. Pückler hatte vorgeschlagen, sich ein neues Paradies in Frankreich oder Griechenland zu schaffen. Doch Lucy, die ihrem Lou Mahbuba verziehen hat, will Preußen nicht verlassen. So gehen sie nach Branitz, der alten Gutsherrschaft der Pücklers bei Cottbus, zurück. Aber hier gibt es keine abwechslungsreiche Natur wie in Muskau. Hier ist nur Sand. Kilometerweise Sand, Birken und Kiefern. Und hier soll ein Park wie in Muskau entstehen? Ja. Wir werden pflanzen, wir werden viele Bäume pflanzen. Du wirst sehen, in 100 Jahren wird hier der prächtigste Park entstehen, mit uralten Bäumen. Wir werden das nicht sehen, du Träumer, aber unsere Nachfahren werden es sehen. Ja, das weiß ich ja, aber die werden sich daran erfreuen, an unserer Vision etwas Bleibendes zu schaffen. Liebe Schnucke, du hast 30 Jahre in Bad Muskau regiert. In Branitz lässt du mich mal machen. Das werden wir sehen. Ein wahnwitziges Projekt, auf das sich die beiden Parkomanen Lucy und ihr Lou hier einlassen wollen. Eine Fantasielandschaft, durch die mit unsichtbarer Hand der Fürst seine Gäste noch heute führt. Für Pückler muss der Park sein wie eine Gemäldegalerie. Alle paar Schritte öffnet sich ein neues Landschaftsbild. Und dabei versteht er es einfach auch, Licht und Schatten zu inszenieren. Kulissenhaft zieht sich der Vorhang auf, wie zum Beispiel an dieser Stelle die Sicht auf das Schloss öffnet sich. Das Schloss wird dabei nicht komplett gezeigt. Es ist nur angerissen ein Stück weit und macht Lust, es vielleicht doch mal aus der Nähe zu sehen und zu sehen, ist da noch mehr. Aber kein Weg führt direkt darauf hin, sondern der Weg ist das Ziel. Der Weg als stummer Führer findet wieder ganz neue Wegeführung und geben von da aus wieder ganz neue Sichten frei. 25 Jahre baut Pückler am Branitzer Park. Seine geliebte Lucy erlebt die Fertigstellung nicht. Sie stirbt 1854 im Alter von 78 Jahren. Seiner Biografin präsentiert er die Krönung seines Schaffens. Wer mich ganz kennenlernen will, muss meinen Park kennen. Denn mein Park ist mein Herz. Nach Lucys Tod schafft er alleine weiter. Seinen Alterssitz macht er zum Zentrum einer lebendigen Salonkultur. Oft gibt er Gesellschaften. Er beherzigt dabei die Regel, nie weniger als 3, aber auch nie mehr als 9 Gäste. Fester Bestandteil der abendlichen Runden ist Billy Masser. Er führt gewissenhaft Buch über die Speisefolgen an jedem Abend. Keinem Gast soll zweimal das Gleiche vorgesetzt werden. Nur eines taucht immer wieder auf. Ah, das Eis. Eine Kreation, für die ich einst berühmt sein werde. Verehrter Fürst, ich werde
alles mir Mögliche tun, damit sie später einmal nicht für eine Süßspeise, sondern für ihr Lebenswerk geachtet werden. Die Erfindung des Eises, dafür ist er bekannt, aber es war, weiß Gott, nicht seine größte Tat. Er hat halt gern Eis gegessen, in dieser Konstellation, wie sie uns heute in dem Rezept aufscheint. Und er hat einen Koch gehabt, der hat ihm das gemacht. Also wir dürfen nicht auf den Fehlglauben verfallen, dass Fürst Pückler die Rezeptur des Eises selber angemischt hat. Genau wie Bismarck sicher nicht den Bismarck-Hering selber zusammengerollt hat, sondern das hat er seinem Koch überlassen. Der Koch hat das entwickelt und dadurch, dass es wiederholt hier auf den Tisch kam, hat es eine gewisse Außenwirkung entfaltet, sodass die Leute das dann irgendwann mal nachfabriziert haben. Es sind seine Parks, die Pücklers Lebenswerk ausmachen und für die er in Erinnerung bleiben wollte. Branitz ist gewissermaßen die Lebensreise des Fürsten in einer Parkgestalt geschrieben. Und es gibt hier im Park selbst eine Fülle von persönlichen Erinnerungsorten, wo Pückler an Stationen seines Lebens erinnert. Und der Höhepunkt der Inszenierung sind zweifelsohne die Pyramiden, eine Landpyramide, eine Wasserpyramide, die er von vornherein, die Wasserpyramide, als seinen Begräbnisort bestimmt. 9. Februar 1871. Pücklers Beerdigung ist seine letzte große Inszenierung. Es ist ein kalter Februarmorgen, als sich der Trauerzug in Bewegung setzt. Der Sarg enthält die sterblichen Überreste des Fürsten, aufgelöst in Ätzkalk. Er wollte nicht von Würmern zerfressen werden. Pückler war ein Freund der Frauen, aber Kinder hat er nicht hinterlassen, jedenfalls sind keine bekannt. In der Pyramide, die Pückler als seine letzte Ruhestätte bestimmt hatte, wird der Sarg beigesetzt. Bis heute ist sie Pilgerstätte der Bewunderer des exzentrischen Fürsten. Hermann Ludwig Heinrich Fürst von Pückler-Muskau, Playboy, Pascha, Parkomane, ein genialer Visionär und seine eigene Kunstfigur, die von sich sagt: Meine hervorragendste Eigenschaft ist der gute Geschmack.